war ich auch fertig mit meinen Kräften und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt hier irgendwo übernachten, egal wo. Stelle halt jetzt hier irgendwo im Wald unser Zelt auf. Hey Leute, neuer Vlog. Wir möchten den jetzt anders gestalten. Wir müssen den ein bisschen mitkommentieren. Das werdet ihr alles in diesem Vlog erfahren, wieso, weshalb, warum. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach gleich an. Wir sind gerade Am Probepacken. Es wird krass. Noch 2 Tage, zumindest 2 Tage Arbeit und 4 Tage dann Rucksack, 3600 Kilometer. Willst du mal sagen, was wir vorhaben? Wir möchten von Montreal Richtung Banff Hitchhiken, Daumen benutzen. Also wir haben ein Zelt, Luftmatratze, Schlafsack und das wird dann unsere Übernachtungsmöglichkeit sein. Unsere Unterkunft ist das Zelt. Maximal kommen wir vielleicht auf den Campingplatz, weil wir mal eine Dusche und Strom brauchen. Aber sonst schlafen wir in unserem Zelt und ich möchte es in 2 Monate schaffen. Also mal ganz kurz, Leute. Wir haben in dieser Nacht, oder zumindest ich habe in dieser Nacht ganz bescheiden geschlafen. Wir haben auch nicht immer im Zelt geschlafen. Gleich von vornherein weg. Mal so. Ja, es ist mal anders gelaufen als gedacht. So, jetzt heißt es 3600 Kilometer versus Marco und Selina. Wir sind so aufgeregt. Oder ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es Selina geht, aber... Bei mir geht's eigentlich. Ja, es kribbelt am ganzen Körper, aber ja, es wird bestimmt hart, aber wird auch bestimmt witzig. Und hier unser allererstes Schild, was wir gemalt haben, war Ottawa. Und das war unser allererstes Ziel von Montreal nach Ottawa. Wir hätten nicht gedacht, dass es so einfach wird. Aber ja. Willst du jetzt schon spoilern? Nee, ja. Ich bin ruhig. Es ist echt komisch, seinen eigenen Vlog zu moderieren. Wie die Assis. Also wir haben den Ton extra rausgeschnitten, weil die Tonaufnahme so schlecht war, weil das eine Videodatei war, wo wir über WhatsApp geschickt haben, deswegen haben wir den Ton rausgenommen. Was wir da gesagt haben, das stand mir noch vor der Vor der WG in Montreal. genau, vor der ehemaligen Wohnung und Ja, wir haben eigentlich nur unserer Familie gesagt, dass wir sie jetzt auf dem Laufenden halten, wo unsere Familie sehr nervös war, was wir da machen. hauptsächlich deine. Ja. Mein Vater hat zwar auch gesagt, pass auf die auf, aber ja. Ja, aber meine war schon sehr nervös und ängstlich. Ja, da haben wir einfach nur Bescheid gegeben, dass wir jetzt noch in Montreal sind und dass wir uns jetzt auf den Weg machen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, so weit wie möglich raus aus Montreal und von dort aus wollen wir dann den ersten Versuch wagen. Tipp an dieser Stelle für zukünftige Hitchhiker, raus aus der City. Ja. Aus großen Städten am besten fernhalten. Ja, am besten mal ein kleineres Dorf, da ist es einfacher. Und so weit wie möglich raus. Raus, da wo nichts mehr ist. Genau, ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Das war bisher die längste Busfahrt auf der Autobahn. Ja. Ja, da mussten wir sogar noch den Bus umsteigen. Da gucken mich erstmal alle Leute blöd an. Wenn du mit so einem riesen Backpack in den Bus einsteigst, oder? Oh ja. Oder alle denken, geil. Kein Platz mehr. Ja, kein Platz mehr. So, wir sind angekommen mit dem Bus. Hier müssen wir hin, hier lang. Das ist der Marco. Und jetzt hoffen wir doch, uns nimmt jemand mit. Ja, das waren dann so ungefähr Das war eine halbe Stunde. halbe Stunde, 40 Halbe Stunde. halbe Stunde. Wir hatten nicht gedacht, dass es so schnell geht, Ja, dass uns jemand, mitnimmt, ja. ja. Wir waren schon sehr nervös. Also ich war voller Motivation, ja. Ja. Und dann, Halbe Stunde später hat uns tatsächlich eine nette Frau gehalten. Oh, I do a new one, but still. Ja, okay. Ja.
dangerous, but it's safe, this thing. Okay. Oh, okay. Schaut weiter. Was passiert? Wir können noch sagen, 2 Stunden sind wir gefahren, oder? Ja. Ja. Why? Your view is a highway. Like I don't understand it. Sie konnte genauso gut Englisch wie wir. Ja, sie war halt Französin. Ja. Da waren wir jetzt gerade Ottawa rein. Ja. Ja. Welcome to Ottawa. Wir wurden tatsächlich mitgenommen. Liebe nette Dame geht zum Tanzkurs hier in Ottawa, weil es in Kanada normal. Und ja, wir stehen jetzt hier wieder an der Tankstelle. Wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter, weil mein Plan ist es eigentlich an dem See heute Abend anzukommen. Aber es ist nicht mehr weit. Also an dieser Stelle, es war noch sehr weit. Es war noch sehr, sehr weit. Also wir haben das total unterschätzt, der Weg. Aber wir mussten halt dann zwischenschlafen. Aber das kommt alles noch. Da hatten wir zum ersten Mal Zweifel. An dieser Straße hatten wir zum ersten Mal Zweifel. Wie anstrengend Hitchhiken eigentlich sein kann. Ja. Trotz, dass man da nur so doof im Schild dasteht. Genau, deswegen haben wir dann auch unser Schild von. Warte mal, da haben wir Nee, Schild wir geschrieben. haben es verbessert. Wir haben Sticker geschrieben. Sticker, ja, weil die Leute gesagt haben, man kann es nicht lesen. Genau. Okay, wir stehen immer noch an derselben Stelle mit demselben Schild. Wir stehen jetzt 1 Stunde und das ist eigentlich noch eine Weile probieren. Aber ab wann nimmt man dann den Bus? Oder ab wann ändert man den Platz? Jetzt übernehme ich das Schild wieder, weil wir wechseln alle halbe Stunde. Aber ja, 1 Stunde haben wir jetzt. Kurz. Info am Rande, wir sind 2 Stunden gestanden. Wie lang würdet ihr an der Straße stehen? Ja, Schreibt's was wäre euer Maximum? Was würdet ihr machen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ja. Wir wurden tatsächlich wieder mitgenommen. Und haltet euch fest. Es war einfach ein Uber-Fahrer. Der Uber-Fahrer hat angehalten, hat uns gefragt, ob wir was dafür zahlen wollen. Und wir so, ja, eigentlich nicht. Und ja, er hat uns dann für Umme, die, ich glaube 37 Kilometer sind es bis hierher, Geiler Dude. für Umme gefahren. Und er kommt aus Mauretanien, also aus Afrika und so. Ganz lieber, netter Mensch. Man trifft echt tolle Menschen. Dann ging der Marsch los. Hast du echt gedacht, wir kommen an dem See noch an? Wusstest du nicht, wie weit das ist eigentlich? Nee, gell? Da habe ich gewusst, dass es nicht mehr weit ist bis zu dem See. Aber ich wusste auch nicht, wie weit dass wir noch laufen müssen bis zu unserem Schlafplatz. Ja. Wo wir ja nicht wussten, wo der ist. Ja, und dann war es halt irgendwann gegen Abend oder so. Und dann war ich auch fertig mit meinen Kräften. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen jetzt hier irgendwo übernachten, egal wo. Mitte im Wald sind wir halt dann gestanden und haben dann gesagt, ja gut, dann bleiben wir halt hier. Ne? Stelle halt jetzt hier irgendwo im Wald unser Zelt auf. Weil also der Campingplatz, den wir angepeilt hatten, war definitiv nicht mehr zu schaffen an diesem Tag. Was wir da noch nicht gemacht haben, also wir haben unser Food wieder mit ins Zelt genommen, aber in späteren Vlogs werdet ihr sehen, dass es wichtig ist, in Kanada sein Food an den Baum zu hängen. Also, kurzes Update. Hier, unsere Chill Area. Mitten im Wald. Da drüben, da, See. Ja, direkt am See, für Umme. Da, unser Zelt. Außenrum. Nature pur. Ja. Wie fühlst du dich? Gut, also ich fühle mich jetzt wohl. So, ich habe alles hier an meinem Platz, da ist mein Zelt und jetzt kochen wir hier. Super, so fühle mich wohl, ja. Erstes Mal Nature Camping. Hey. Ja, ich war am Anfang schon sehr nervös. Jetzt da, weil es 2 Häuser waren nicht weit entfernt, also wir haben zwischen 2 Häuser gecampt. Und das eine Haus war auf jeden Fall, da war jemand bewohnt. Das andere glaubt man nicht, gell? Nee, das andere war, glaube ich, nur so ein Ferienhaus, wo Ja. die da immer hin können oder so. Guten Morgen von dem schönen, ruhigen, im Natur gelegenen Lac Meche, liebe Freunde.
Wir haben richtig, also was heißt richtig gut geschlafen, ja. Das Blöde ist bei den Matratzen, wenn man sich dreht, dann ist es relativ laut und man wacht auf oder wir müssen uns erst dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Und ja, heute Nacht hat es dann noch geregnet, wo wir auch aufgewacht sind und hier ist schon wieder eine Mücke. Aber wir haben bisher nur einen Stich, also ich. Wir wurden bisher von den Mücken verschont. Ja, jetzt heißt es auf jeden Fall abbauen und frühstücken. Heute gibt es Porridge. Falls jemand ein gutes Rezept hat für Porridge, bitte rein in die Kommentare damit, ja. Und ja, dann gehen wir weiter. Das morgendliche Walddeo. Überall. Nature Deo. Leute, so krass. Wir sind jetzt gerade eine halbe Stunde gelaufen und wollten hier am Fluss eigentlich Wasser auffüllen. Weiter hinten ist tatsächlich eine Bärenmama mit ihren Jungen durchgelaufen. Unser erster Bär. Also krass. Das ist am zweiten Tag. Wir bleiben jetzt hier noch kurz ein bisschen stehen, weil die ist weiter oben über den Weg, glaube ich, drüber. Und hoffen, dass die dann nachher Weg ist. weiter weg ist, weil Mamas sind nie gut. Mit also Kindern, nee. mit Kindern. Deswegen ja, warten wir jetzt hier mal noch. Und Schnake. Ja. Es ist soweit. Wir müssen unsere Stories vordrehen. Wir haben kein 0,0000 Empfang. Das heißt, wenn ihr diese Story wieder seht, sind wir wahrscheinlich schon längst irgendwo anders. Aber ja, es ist geil. Es ist so ruhig hier. Jetzt sind wir nur noch Von deinen Gefühlen. von meinen Gefühlen. Ja, es ist ein bisschen weird, jetzt hier durchzulaufen und nicht zu wissen, wo man heute Nacht campt. Und ja, dass man überhaupt campt. Aber ja, ich denke, ersten 1-2 Nächte, dann passt das. Spoiler an dieser Stelle, da war unsere Laune noch gut. Da kam schon der erste. Ja, Leute, wir sitzen in dieser Hütte. Die war tatsächlich auf, zum Glück, weil es hat angefangen zu donnern und jetzt auch zu regnen. Jetzt warten wir halt mal hier drin. Hier drin steht zwar, man darf hier nicht schlafen, aber ja, wir warten jetzt, bis der Regen aufhört und dann gehen wir halt weiter. Ja. Ich denke mal, ich hoffe, dass das Gewitter kurz vorbeizieht und dann können wir weiter steppen. Ja. Ja, hätte man da gewusst, was passiert, hätte man wahrscheinlich anders gehandelt, ja. Das war so crazy, ja. Ja. Ich glaube, da ist meine Kraft schon gesunken. Nach 1,5 Stunden Zwangspause, kaputte Hose, einmal Flasche ausgeleert, nasse Socken, obwohl dass wir im Trockenen waren, sind wir jetzt wieder unterwegs. Ja. Wir haben alles eingepackt hier, schön raindicht, weil ein bisschen regnet es noch, aber vorhin hat es richtig runtergeschüttet. Also waren echt froh, dass wir diese Hütte hatten. Und jetzt sind es noch 6 Kilometer, 6,5 bis zum Campground. Dann sind wir da. Tatsächlich nach langen 6,5 Kilometer dort angekommen. Insgesamt waren es 13. Also mit unserem Gepäck würden wir das nicht nochmal machen. Sind wir angekommen und dann war da einfach ein Zaun, ein Baustellezaun. Und dann habe ich einfach mal geweint.